What the fuck geht denn da auf sie ab? Gale interessiert sich gerade überhaupt nicht für das, was abgeht. Tritt mal gerade ein neues Gebiet, wird man erstmal von irgendwelchen Leuten, die hier rumstehen, angegriffen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldurs Gate. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, letztes Mal hatten wir ja eine kleine Geschichtsstunde. Haben uns ein paar Geschichten angehört, was die Charaktere so zu sagen haben, etc. pp. Und jetzt machen wir weiter mit der richtigen Story. Ja, ich glaube, die einzige Quest, die wir im Moment noch offen haben, ist die nach Parents zu suchen von einem kleinen Kind. Oh, mir fällt gerade auf, Shadowheart ist auch ein High Half-Elf? Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Ah, und hier sieht man auch, was für eine Meinung die uns gegenüber haben. Astarion ist im Moment nicht so begeistert von uns, aber ist noch in Ordnung. Die ja, Zuneigung zu Shadowheart ist gut, aber die zu Gale ist anscheinend am besten. Interessant. Hätte ich jetzt so nicht wahrgenommen. Ich meine, ich verstehe mich gut mit Gale, aber ich hätte schon gedacht, dass Shadowheart mir noch ein bisschen mehr vertraut. Naja, whatever. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwo wie einen Hinweis, wo wir suchen sollen? Hier oben ist der Mountain Pass. Genau, das ist mir letztens auch noch eingefallen, weil wir auch die Unterhaltung hatten. Wir müssen ja auch noch gegen den Drachen kämpfen, falls wir überhaupt... Also nicht gegen den Drachen, sondern gegen wie hießen die nochmal? Irgendwas mit G? Garthix? Garlox? Garlic, Knoblauch, irgendwie sowas, diese komischen Froschtypen da. Da hätten wir ja gegebenenfalls auch noch einen Charakter, der sich uns anschließt. Das war, glaube ich, hier ganz oben. Können wir uns hier hinporten? Ah ja, optimal. Optimal. Wir brauchen nicht an einem Waypoint sein, um uns hier hinzuporten. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob die Leute noch da sind. Es kann sein, dass aufgrund der Zeit... Doch, sie sind noch da. Wir speichern hier mal kurz, weil ich weiß immer noch nicht, ob das gut ausgehen wird. Ich meine, jetzt sind wir natürlich ein bisschen stärker. Aber better safe than sorry. Wo wir jedes Mal hier wieder hinlaufen müssen. Ich meine, ihr kriegt es nicht mit. Ich schon. Also ist das safe für mich. So, und wir gehen das Ganze mal ein bisschen taktisch an. Astarion und Gale bleiben hier oben. Ja, und Shadowheart und ich gehen zusammen hier runter. Aber ich würde gerne... Es geht schon direkt los. Okay, wir sprechen gar nicht mehr. Ich weiß nicht, warum wir nicht sprechen. Vielleicht, weil Shadowheart diejenige ist, die vorne weggelaufen ist. Na gut, der Imp ist auf jeden Fall zuerst dran. Der kann hier ruhig mitten ins Geschehen fliegen. Oh, sie haben aber sie hier getötet. Also ist hier doch schon was passiert. Nur ich hab's nicht mitbekommen. Okay. Ja, I guess. Das ist dann halt so. Die können von da unten hochschießen. Ich hoffe aber, dass sie nicht so gut im Treffen sind. Dass es mehr Glück war als alles andere. Auf Wiedersehen, Imp. Wie häufig können die denn angreifen? Wir können mal das hier machen und direkt die beiden hier mit einbeziehen. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Mal sehen, was da so abgeht. Und er ist noch umgekippt. Nice. Wir müssen mal irgendwie ein bisschen Damage reinkriegen. Shadowheart. Mach mal eine Lacerate auf sie hier. Und verfehl. Ja, nice. Das wird doch nix. Hätte ich gewusst, dass die uns direkt angreifen, wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst in die Nähe gegangen. Aber naja. Wie häufig kann sie angreifen? Was soll das? Ich greife sie mal an. Ziehe mich dann zurück, dass die mich nicht angreifen können. Und wenn die hier hochkommt, schmeiße ich sie mit einer Shockwave wieder runter. Okay, die hat anscheinend... Doch, jetzt hat sie eine Intention, hier hochzukommen. Und sie kann nochmal angreifen. What the fuck? Bleib da bloß an der Kante stehen, ey. Ich schmeiß dich jetzt weg. Oh mein Gott, sie hat sich gesaved. Dann schmeiße ich dich halt so da runter. Warum fliegen die alle nicht? Jetzt ist auch noch blind. Heißt aber nicht, dass eine Shockwave nicht funktioniert. Weg mit dir. That's what you get. Das Problem ist, ich sehe jetzt nichts mehr. Aber ich gehe mal hier rüber. Weil wenn die Unsichtbare jetzt kommt... Okay, sie tötet einfach alle. Holy shit, kann sie weit springen.
Ah, das ist gut. Dann kriegt sie jetzt nämlich auch noch eine Shockwave ab. Und fliegt richtig weit weg. Oder auch nicht. Okay, machen wir es anders. Bleiben wir von Anfang an da oben stehen. Und ballern die einfach von oben ab. Einfach mal eine Sneak Attack. Auf... Na, ich weiß nicht, vielleicht könnten wir den einen sogar killen mit etwas Glück. Okay, wir sind... Jetzt sind wir alle in Combat. Ich finde das dumm, dass die von da unten treffen. Also sie treffen ja nicht alles, aber sie treffen viel zu viel, meiner Meinung nach. Schau eben. Dieser Mystic Step ist echt kacke. Warum macht die so... What the fuck geht denn da auf sie ab? Die hat Shadowheart komplett gekillt. Weißt du was, schubst ihn einfach. Ach, können wir die Attack... Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht. Mach einfach nur eine Shockwave Level 3 und schmeiß ihn sonst wohin. Weg mit ihm. Warum treffen die alles? Es ergibt keinen Sinn. Und jetzt ist sie auch noch da oben. Er lebt noch? Ich dachte, er wäre tot. Wie viel Leben hat er denn noch? 3 HP hat er noch. Okay, Gale. Wir können sie da runterschmeißen. Dann machen wir das doch auch. Und los. Sie lebt auch noch. Warum sieht das so aus, als würden die sterben? Das sieht gar nicht gut aus für uns. Unsere Taktik war gut. Jetzt haut sie ab. Und kommt wieder. What the fuck? Ich muss sie auf jeden Fall killen. Asterion, du hattest eine Aufgabe. Asterion, du musst sie killen. Du kannst auch nicht so häufig verfehlen. Lauf weg. Jetzt. Was war das für ein Dash? Schieß sie ab. Oder ihn. Und hofft, dass du nicht stirbst in der nächsten Runde. Gott, sie kann da hochspringen. Okay, sie möchte lieber alle töten, anstatt sich um Asterion zu kümmern. Komm schon, kill sie. Asterion, es wird langsam scherzhaft. Jetzt geht sie für Asterion. Sie kann dashen und angreifen? Was ist das denn für ein Scheiß? Also das ist wirklich ein Scherz. Wir kriegen es aber hin. Ich glaube ganz fest dazu. Vielleicht wäre ein besserer Course of Action, anstatt mit Asterions Hit anzufangen. Fangen wir mit dieser Shadow-Wolke an. Dann sehen die da unten nämlich gar nichts. Und dann können die gar nichts machen. Wie kann die denn da hochspringen, wenn sie ihr fucking Ziel nicht sieht? Ich glaub's euch ja wohl. Das ergibt ja wohl mal überhaupt keinen Sinn. Ich weiß, da ist irgendwo eine Klippe. Das wird schon schief gehen. Natürlich. Wir werden jetzt gegen niemanden Advantage haben, weil wir threatened sind. Komm, Asterion, bitte kill ihn. Verdammte Scheiße, da beißt sie hier, ey. Hätte ich vielleicht mit anfangen sollen. Ich weiß nicht, ob ich sie killen sollte oder ihn, weil er ist eigentlich gefährlicher. Ich glaube, ich mach mal lieber auf ihn da. 3 Crits. Nice, er ist weg. So, und Gale macht jetzt eine Shockwave, Level 3. Auf sie da. Am besten, dass sie zurück in dem Mist endet. Ja, einfach so in die Richtung. Warum nicht? Natürlich funktioniert es nicht. Aber bleib mal da stehen. Ich will nicht, dass mit dir noch was passiert. Da ist schon mal einer tot. Das ist sehr nice. Asterion kriegt nichts ab. Das macht nichts. Sie ist immer noch in Shockwave-Range. Der nächste Guiding Bolt geht auf sie. So, dass sie praktisch auch stirbt. Und beißt sie. Jetzt ist sie auf jeden Fall tot. Auf Wiedersehen. Dixies, lauf hier rüber. Kannst sie hitten. Gerade so da durch. So, Gale, das ist jetzt... Alles hängt von dir ab. Geht doch. Boom.
Das lief doch wunderbar. Jetzt gucken wir mal, was hier unten abgeht. Wie lange hält diese Wolke? Aha, jetzt ist sie weg. Der Crossbow wäre vielleicht was für Tyrion. Ich weiß nicht, ob der mit Crossbows umgehen kann, aber wir schicken ihm ihn einfach mal. Sie hat ein richtig schönes Langschwert, womit Shadowheart wahrscheinlich nicht umgehen kann, aber wir schauen mal. Sie hat einiges dabei. Leider ist sie tot. Können wir sie wiederbeleben? Scroll of Revival Fee. Wir probieren es gleich mal. Und sie. Das ist der... Unusual runes are etched on the slate, forming an array of arcs and circles. Arcana, focus on the object. Perhaps you can reveal its secret. Machen wir mal ein bisschen Guidance. Ach, ging auch so. Immer wenn ich Guidance mache, brauche ich es nicht. Wenn ich keine Guidance mache, dann ist es komplett verkackt. Aber egal. Magical energy courses through the slate. You are flooded with understanding. A mystical map glows before you, revealing a Githyanki refuge inside a temple within the mountain pass. The slate also reveals the Githyanki's purpose. They are combing the Sword Coast in search of a polyhedric relic of great importance to their queen. Gale interessiert sich gerade überhaupt nicht für das, was abgeht. Der ist gerade in einer ganz anderen Welt. Aber gut. Das können wir tragen, ist besser als unseres. Shadowheart, kannst du eins dieser Schwerter verwenden? Not proficient with long swords. Not proficient with martial art weapons or great swords. Womit bist du überhaupt proficient, Shadowheart? Nichts! Egal, was wir dir in die Hand drücken, ist alles scheiße. Tyrion, du hast auch eine blaue Rüstung. Bist du? Nein, du kannst keine Heavy Crossbows. Nein, natürlich nicht. Niemand kann hier irgendwas an Waffen benutzen, das Schaden machen würde, weil warum sollten sie? Die andere Frage ist, kann ich sie hier wiederbeleben? Mit einer Scroll of Revival Fee. Wir haben davon ja einige. Shadowheart ist inspired. Guten Tag. You feel the woman's anger at the dragon rider she'd confronted. I remember. You were on the Ga'ath, the Nautiloid. You carry a tadpole. You know the look in her eye, the slight tilt of her head. She is sizing you up. Yet even a feared Sarth could not break you in battle. Yes, you may be of considerable use. I know of a cure. Lend me your skills, and I will take you to it. Lies. Just get rid of her. Wir haben sie gerade wiederbelebt. Shadowheart, ich bitte dich. I left you behind, yet you wish to join forces? You possess a modicum of competence, though it pains me to say so. An alliance is pragmatic, for the time being. What's this cure you mentioned? A Githyanki crash must be near. Its gust still has the means to cleanse us. So says my queen's teachings, and so it must be. And what is a crash exactly? Wahrscheinlich ein Stash, würde ich sagen, oder sowas? It is many things. A hatchery, a training grounds, a okay, ein shelter. Ort. Githyanki protocol is clear. When infected with a gate tadpole, we must report to Augustil for purification. One must be close at hand. We will comb the mountain pass and beyond. Ja, man soll da wahrscheinlich hin, damit die dich umbringen. I'm pursuing other means to a cure. I don't need whatever you're offering. Teaching is as infallible as Queen Vlaakith herself. To remove a tadpole, there are but two paths: purification at a creche, or beheading. Any other cure might be offered as a lie. Cast it from your mind. Ja, Purification heißt wahrscheinlich auch der Tod. Aber okay. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Go to my camp, we can speak there. Very well, but heed my words. A creche is near. We must seek signs of it. Only there can we be purified. I will await word at your camp. And beware the skies. We are watched. Die war inspired, dass wir sie wiederbelebt haben, aber findet jetzt, also wollte dann, dass wir sie umbringen?
What the fuck? Ja gut, get rid of kann auch sein, schick sie in die Wildnis, aber es klingt eigentlich mehr nach umbringen. Naja, whatever. Shadowheart, was hast du dazu zu sagen? Ja gut. Dann würde mich aber auch interessieren, den Gnom, den wir da abgeschossen haben, können wir den auch wiederbeleben? Ich habe ja einige von den Scrolls. Der liegt ja hier rum. Und ich glaube nicht, dass ich die jemals für was anderes brauche, weil immer, wenn jemand im Kampf stirbt, sterben meistens alle da drauf. Das war bisher nicht anders. Aber nein, Target must be a playable character. Schade. Dann müssen wir hier hoch. Reach the Mountain Pass. Allerdings sollten wir vorher wahrscheinlich einmal resten wieder. Und dann finden... I will have an explanation, or your head. Walk away now. I won't warn you again. A relic? This is about the artifact, isn't it? Artifact is an heirloom of my people. Likely she spilled Githyanki blood in order to steal it. This cannot stand. Heirloom? Plunder from some conquered realm, more like. This artifact is the only thing keeping us from becoming slaves to our parasites. Be glad I have it. Die steht da irgendwie so steif. Why are you two arguing? Das wissen wir doch jetzt. Lae'zel thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. I agree with Shadowheart. The artifact is protecting us. We need it with us. You hear that, Lae'zel? It's called common sense. You seek reason in dishonor. Stop this. No sense in us fighting with each other. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, tribe? Our lives are at stake, and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. So, any ideas how to settle this? The bad blood must be purged. A jewel come first light. You mean I'd get to prove you wrong and thrash you? I love it. Get some rest, Lae'zel. You'll need it. Ich hätte sie nicht mitnehmen sollen, but whatever. Ich will ja auch ein bisschen Story haben. Ach du Scheiße. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Persuasion. Shadowheart, stop. You don't have to do this. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. Cooperate, Lae'zel, for your own sake. Surrender. A disgusting notion. You had better warm to that notion very rapidly, or your journey ends here. We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. Das ist Shadowheart, die sie gerade versucht hat umzubringen. What the fuck? Oh, wir brauchten keine Supplies. Der Hund hat wieder was zu sagen. What, you've got that scratch? I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Sandalen. Danke dafür. Kriegst mal wieder deine Pets. Ich weiß nicht, was ich mit Sandalen soll, aber okay. Vielleicht sind Special Sandals. Nee, das sind ganz normale Sandalen, die nicht mal wirklich was wert sind. Whatever. I don't think there'll be any more trouble between Lae'zel and I, if you were wondering. We can all sleep easier now. Well, apart from all the rest. I'm surprised you didn't leave. No. That's good. I'd rather keep things friendly between all of us. You have an interesting definition of friendly, but yes. Was hat Lae'zel zu sagen? Chatter already?
Tuskegee. About your quarrel with Shadowheart. It is over where I am concerned. Okay. That's a relief. We won't survive this if we don't stand together. It is through conflict that we strengthen our bonds. Yet I do not recommend Shadowheart seek it again. The next resolution may not end in her favor. Mehr will ich auch gerade nicht über sie wissen. Ja, dann mal auf zum Mountain Pass. Die kippen alle wieder tot um. You are about to progress your adventure. Make sure to tie up any loose ends before advancing. Ich meine, die einzige Quest, die ich noch habe, ist die mit den Parents. Soweit ich weiß. Oh, ich habe einige jetzt. Naja, whatever. Wir gehen jetzt hier weiter. Ich meine, wie es aussieht, könnten wir ja noch zurück, aber darum kümmern wir uns erstmal nicht. Komplett neue Map. Das ist doch mal was. Gehen wir nach links? Gehen wir nach rechts? Wo sind denn welche Quests? Nach links scheint ein besserer Path zu sein. Follow the Mountain Pass. Und die Crash ist hier oben. Hi! Okay, calm down. Who the hell are you, dass du mich direkt angreifst? Okay, ich denke mal, wir sollten uns auf die fokussieren. Das wird doch so nix. Das sehe ich doch jetzt schon. Ich weiß ja gar nicht, ob die sterben, wenn die tot sind. Das war so mein Gedanke. Wie gesagt, ich versuche weiter, ihn da zu fokussen. Natürlich ein Miss. Shield aber mal Dixis, der wird wahrscheinlich gleich angegriffen. Du mach einen Grease hier oben hin. Machen wir direkt mal die Wolke. Und dann zieh dich mal ein bisschen zurück, solange der noch nicht so nah dran ist. Da kommt noch einer. Shadowheart, Guiding Bolt auf ihn. Sehr schön, jetzt ist schon mal sein Schild weg. Gale, mach doch direkt nochmal einen Grease hier hin. Wir hindern die einfach möglichst daran, da durchzugehen. Dann kriegen die auch immer schön weiter Schaden. Schön gethrowned. Kriegen da alle sehr schön Schaden. Er liegt auf dem Boden. Wir haben aber trotzdem noch keine Advantage gegen ihn. Gut, weil der Typ hier neben uns steht. Können wir ihn schubsen? Weg mit ihm. Haben wir jetzt Advantage gegen ihn hier? Ja, danke. Schieß ihn ab. Ich glaube, wir haben das falsche Vieh getroffen. Naja, egal. Schön Damage setzen. Okay, der überlebt wieder den Ghoul wieder. Aber die Viecher sterben anscheinend nicht. Wenn er stirbt. Wobei, hier lebt natürlich noch ein... Nee, wenn die sterben, sterben die Ghule nicht. What the fuck? Haben wir eine Sneak Attack auf ihn? Nein, kein Advantage. Na gut, dann schieß ihn halt so ab. Dann stirbt der auch gleich. Shadowheart kannst noch eine Sacred Flame auf ihn machen. Wovon er sowieso gesaved wird. Na gut. Schießt du halt einen Feuerball auf ihn. Was ein Scheiß hier, ey. Betritt mal gerade ein neues Gebiet, wird man erstmal von irgendwelchen Leuten, die hier rumstehen, angegriffen. Oh, ein Brief. Duke Ravengard is to be delivered unharmed or mostly, so immediately. Moonrise Towers cannot fulfill its destiny until the Duke has been delivered. Those who succeed will be rewarded. Those who fail will face first my wrath. Then Gortash, then mine again. General Catherick Thorm. The Absolute's forces have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. A powerful asset. Just what are their intentions, I wonder? Sollten auf jeden Fall erstmal speichern nach dem Kampf, weil der lief, glaube ich, besser, als man sich hätte denken können. Sie laufen einfach weiter, während ich im Menü bin, so what the fuck. Scroll, die nehmen wir mal selber, aber wenn wir mit Toten sprechen, ist ja auch ganz nett. Das könnten wir verwenden, um mit dem Gnom zu reden. Denke ich doch zumindest. Wer bist du? Du wirst mich nicht angreifen, oder? 96 HP auf Level 1, ey. Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. Elminster? The very same, Gale.
And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I think some proper introductions are in order. Meet Elminster Ormar, a good friend of mine, but rather more significantly, he's the most famed and respected wizard in the realms. Am I, indeed? Most famed and respected errand boy, more like. I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught, but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it? Yes, Gale. Where's your decorum? Oh, for the love. This way then? To your camp. Oh, don't dawdle now, lad. You're the one who's in such a frightful hurry. Oh, nigh on 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow and see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. Very well, I suppose I'm curious as you are to hear what he has to say. Wise choice. Better to indulge your curiosity than Elminster's appetite. Ja gut, ich wollte sowieso einen Rest machen. Delightful wedge of old Arthurian that was. Doesn't do to parley on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster! Right. You see, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mystra. The message and the charge I bring you are hers. I'm surprised she sent you in the first place after Gale's debacle. Thank you for that most considerate reminder. You know where you went wrong, Gale. Kein Problem, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mystra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mystra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. If the goddess herself is aware, I wouldn't say no to some divine intervention. The very purpose of my presence. In a roundabout sort of way. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. Mystra is mistaken. I will be the Absolute's destroyer. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Precisely.
Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. That's monstrous. You're tasking him to kill himself. He is not. But it seems that Mystra is. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Meine Hastra Mistraril Italion Thras Annas It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Das klingt voll mies, ey. So das Schaf zur Schlachtbank zu führen. There's still a long journey ahead. We'll find another way. Some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Ja, ich glaube, da sollten wir mit Gale einmal kurz drüber reden. An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. He didn't seem much a friend, showing up and demanding you kill yourself, yes. It's not a demand he wanted to make of me. As Mistress chosen, he had no choice but to deliver her message, however much it pained him to do so. For Mystra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. You're seriously considering doing what Elminster said? Of course. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the Absolute will be gone, and I along with it. Ich weiß ja nicht mal, ob das dann funktioniert, wenn du dann tot bist. I don't understand. Can't Mystra just destroy the Absolute? Or Elminster himself? I've no doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. Das ergibt aber keinen Only Sinn. I can wield it. Das ergibt aber überhaupt keinen Sinn. Es ist so, ja nee, die Götter, die dürfen sich nicht in die Affären Sterblicher einmischen.
Ja, aber es wurde doch gerade gesagt, er bedroht selbst die Götter. So, what the fuck? Ich glaube, das geht ein bisschen über die Affären der Sterblichen hinaus. Also dieses Argument ist absolut invalid aus meiner Sicht. There's surely another way. If there was, I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. That remains ahead of us for now. The heart of the Absolute must be discovered before I can stop its beating. You're not blowing yourself up, Gale. I won't let you. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. We may feel differently once we know what we're truly up against. No. Maybe. No. Maybe? Naja, wir werden sehen. Gut. Damit machen wir aber auch erstmal wieder Pause. End the day, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht gerestet. Naja, egal. Wir speichern hier erstmal, können nächstes Mal den den Day enden. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldurs Gate. Bis dahin. Bye bye.